Servus und Hallo miteinander, ich bin der Alex vom Pomade-Shop und ich sitze im Showroom und im Headquarter von Pomade-Shop und darf für euch heute mal wieder eine Pomade reviewen. Es geht bei mir ja immer um feste, ölbasierte, klassische Pomaden. Und ja, wie ihr am Anfang gesehen habt, das ist so ein Dreier-Review. Aber bevor ich loslege, möchte ich einmal den Robin mit dem einen Arm herzlich grüßen. Der hat mich angeschrieben, ist ein großer Pomade-Fan und von dem her herzliche Grüße. Ja. Gut, warum Dreier-Review? Das ist jetzt vielleicht ein bisschen seltsam. Ihr habt es ja gerade am Anfang gesehen. High Life Heavy, Voodoo Brew 2 und Addicted to Pomade. Gehe ich gleich drauf ein. Generell kommen diese drei Marken von, drei Produkte von High Life, was eine amerikanische Homebrew-Firma früher war, aber in der Zwischenzeit von Dex übernommen wurde. Das war ein Tätowierer, der die gemacht hat und einfach keine Zeit mehr hatte für Pomaden und das Ganze dann eben der Firma Dex überlassen hat. Der Flo hat ja für euch schon mal die Voodoo Island getestet. Das ist die mittelfeste. Hier haben wir jetzt wirklich die Super Strong Pomaden fast. Es gibt ja noch die normale Voodoo Brew dazwischen. Das ist auch eine Stronghold. Aber wir machen heute mal die ganz festen. Und an sich sind die alle drei identisch von den Inhaltsstoffen. Sind nicht vegan, muss man dazu sagen. Es ist zwar kein Bienenwachs drin, es ist mikrokristallines Wachs drin, aber es ist Emu-Öl drin, eben auch wie bei der Voodoo Island. Das ist von dem straußenähnlichen Laufvogel gewonnen. Das ist auf den Federn drauf, ähnlich wie Wollfett bei Schafen. Und kann einfach, die Tiere werden gegessen in gewissen Ländern und dementsprechend kann man dann von den Federn eben dieses Kajal gewinnen, nennt es sich. Und das ist ein Wundermittel gegen trockene Stellen, gegen Schuppenflechte soll es auch ein Wundermittel sein. Das heißt, sehr viel Feuchtigkeit spendende Pomaden. Und es wirkt den anderen Ölen entgegen. Das heißt, die wirken nicht ganz so glänzend, nicht ganz so, ich sage jetzt mal, manche nennen es ja immer fettig, wie ich nicht finde. Die glänzen einfach nicht ganz so stark. Und was die drei unterscheidet, ist in erster Linie mal der Duft. Da gibt es einmal die High Life Heavy. Die ist weiß und riecht ja ziemlich nach Kokos mit so einer, ich finde es immer so eine Unternote Werkstattbohnen, einfach so ein bisschen altölmäßig. Eigentlich ganz schön, weil dadurch ist es nicht so ein süßer Kokosduft, sondern so ein bisschen, ja, ein bisschen herberer Kokosduft. Finde ich eigentlich ganz schön. Dann gibt es die Voodoo Brew 2, die ist dann eingefärbt, da ist dann Farbstoff drin, grün. Deswegen auch nochmal, also gerade die High Life Heavy eignet sich super für weiße Haare oder für hellblonde Haare, weil da ist natürlich immer die Gefahr, wenn so Farbstoffe drin sind, gerade bei weißen Haaren, dass es Gelbstich, Grünstich, irgendwas abgibt. Dementsprechend bei hellen Haaren High Life, die dann eher doch bei dunkleren Haartypen. Und ziemlich witzig, ich mag die wirklich sehr gern. Die Voodoo Brew 2 riecht wie Jahrmarkt nach gebrannten Mandeln und Zuckerwatte, also aber wirklich genau so, sensationell, finde ich wirklich einen coolen, bisschen anderen Duft, als man es sonst so kennt. Und die dritte ist dann die Addicted to Pomade. Die ist auch wieder hell, also auch da wieder für helle Haare geeignet. Und die riecht, ja, so ein bisschen nach Zimt, Nelke. Es ist ein bisschen eine Zitrusnote mit dabei, so ein bisschen Zimt. Aber auch so dieses Bayrum, eigentlich auch ein schöner, interessanter Duft. Ich werde aber für euch heute mal die Voodoo Brew 2 schmieren, weil ich sie einfach vom Duft am liebsten mag. Und bei meinen dunklen Haaren passiert da natürlich auch nichts. Was heute ein bisschen anders ist, ich bringe heute mal kein Hair Tonic ein. Ich habe für mich persönlich selber herausgefunden, dass ich mit den High-Life-Pomaden einfach besser zurechtkomme, wenn meine Haare trocken sind. Ich habe wirklich ein paar Produkte, mit denen komme ich gewöhnt besser zurecht, mit den anderen in nassen Haaren. Probiert beides, es geht ja beides und dann findet ihr da für euch vielleicht das beste Ergebnis. Und ja, schauen wir mal, wie sich die Voodoo Brew rausholen lässt. Wie gesagt, kommt ja in diesem Grün daher. Ist von der Konsistenz vom Rausholen wirklich wie eine Murray Superior. Da habt ihr wirklich den besten Vergleich. Auch vom Halt her, was wir später sehen werden, es geht in die Richtung. Was der Unterschied mit, ja, also auch das Verreiben ist wirklich Murray Superior mäßig, sogar vielleicht eine Spur fester, nicht viel, aber so ein kleines bisschen. Genau, was ich gerade sagen wollte, dass einfach ein paar mehr Öle drin sind. Das heißt, wenn ihr so eine Voodoo Brew oder eine High Life Pomade über mehrere Tage verwendet, sind eure Haare insgesamt ein bisschen weicher durch das Öl und ich finde, es lässt sich immer besser stylen. Also eben gerade für sehr dicke, lockige, wellige, widerspenstige Haare. Mit jedem Tag wird das Ergebnis im Normalfall besser, weil dieses Öl einfach die Haare so ein bisschen aufweicht und sich mit der Zeit dann eben besser stylen lässt. Das ist das Schöne dran. Deswegen kosten die auch eine Ecke mehr. Vom Einarbeiten ist ja wirklich das Gefühl von der Murray Superior sehr, sehr wachsig, sehr klebrig. Also ist ein bisschen anspruchsvoller zu verteilen.
Aber ich finde es eben bei mir jetzt in den trockenen Haaren eine Spur besser, weil es in nassen Haaren extrem klebrig wird bei mir, sodass ich es kaum noch verteilt bekomme. Dementsprechend, wie gesagt, kurz mal angeföhnt. Schauen wir mal, dass wir es schön überall reinbekommen. Und wie gesagt, ist wirklich fest. Ihr seht ja, wie lange Haare ich habe. Also das bleibt gleich so stehen. Ist schon wirklich ein bombiger Halt für den gesamten Tag. So, also vom Durchkämmen, ja, also wirklich relativ widerspenstig, aber wie man es von so einer Murray Superior zum Beispiel kennt, schon auf jeden Fall schwerer als bei so einer pinken Reuzel oder bei einer Bone Crusher. Schau ich es mal an, vom Hochziehen, ja, also das ist natürlich Wahnsinn, was ihr damit basteln könnt. Also da kann man wirklich die Haare unglaublich hochziehen, unglaublich viel Volumen reinbringen. Das ist schon wirklich top. Ein bisschen weiter nach vorne zu ziehen. So, also für die Seiten würde ich jetzt vielleicht nochmal mit der Haarbürste nochmal drüber gehen, dass die nochmal ganz, ganz eng anliegen. Genau, also so nach hinten legen ist ein bisschen schwieriger. Es geht auch, man muss da ein bisschen länger durchkämmen. Aber da finde ich immer so eine Spur weicher angenehmer. Aber wenn ihr nach hinten dann vielleicht kurze Haare habt oder ihr habt einen Undercut, wenn ihr ein bisschen modernere Frisur habt, funktioniert es wirklich bombastisch, da richtig schön Volumen reinzubringen in die Haare. Und wie ihr seht, ist wirklich ziemlich wenig Glanz vorhanden. Also es ist tatsächlich für eine klassische Pomade, klar, feste Pomaden sind ja immer eine Spur matter. Aber ich finde gerade wirklich diese High-Life-Linie eben auch für die modernen Frisuren, die ein bisschen matter wirken sollen, bestens geeignet, weil ihr nicht diesen typischen öligen Glanz von einer ölbasierten Pomade habt, sondern es wirkt ein bisschen anders. Es ist auf jeden Fall nur ein sehr seidiger Glanz. Mhm. Ja, wirklich top. Also für wirklich hohe Styles, viel Volumen, sensationelle Linie. Auch eben, wie es dann an den nächsten 2 Tagen ist, weil eben durch die Öle, wie ich schon erwähnt habe, werden die Haare noch leichter stylbar. Also gerade der 2., 3. Tag oder wenn es dann die ganze Woche durchnimmt, wird immer besser vom Style. Kann ich euch nur mal ins Herz legen, die High-Life-Linie durchzuprobieren. Wenn ihr eben nicht auf den Mega-Glanz steht, dann macht ihr damit nie was falsch. Ja, ich würde noch mal sagen, so für Einsteiger, schwieriges Produkt. Würde ich auf jeden Fall eher tatsächlich vielleicht sogar bei der Light einsteigen. Das ist nämlich auch nochmal immer so ein Thema. Light, Medium, Heavy, das ist bei jeder Firma was anderes. Ne? Bei Highlife ist zum Beispiel die Light-Pomade eigentlich schon eine Medium bei anderen Marken. Das ist immer so ein bisschen schwierig zu übernehmen. Deswegen sind wir bei der Heavy bei Highlife eigentlich schon im super festen Bereich und die eine Spur drunter, die Voodoo Brew oder die Highlife Medium, sind eigentlich schon Stronghold-Pomaden. Also da eben ein bisschen anders als bei anderen Marken. Aber für Einsteiger ruhig mit der Light oder mit der Medium starten und werdet ja gutes Produkt finden. Dann hoffe ich habe alles zu den 3 Pomaden gesagt und ich würde mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst oder mir nochmal kommentiert. Auch wenn ihr Fragen zu den Produkten habt, wir antworten auch auf YouTube, also gerne uns anschreiben, was nicht ganz klar ist oder generell Fragen über Pomaden beantworten wir sehr, sehr gerne. Sonst würde ich mich wirklich freuen, wenn ihr noch ein Like da lasst, Daumen nach oben und uns vielleicht sogar abonniert und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder zu einer festen Pomade. Der Alex, servus!